Hallo, heute sind wir wieder bei Hasi kocht, unbeschwert am Herd. Heute machen wir ein typisch schwäbisches Gericht, und zwar schwäbische Maultasche. Für die Hochdeutsche nennt man das Mundtüte. Und dazu brauchen wir Folgendes. Wir haben hier ein gemischtes Hackfleisch von Schwein und Rind. Kann man natürlich auch nur Kalb nehmen oder nur Schwein oder nur Rind, aber am besten ist Schwein und Rind. Man kann auch noch Brät reinmachen. Gefällt mir jetzt nicht so, aber wie ihr halt wollt. Zwiebel, Spinat, gehackte Petersilie, Eier, eingeweichtes Weißbrot. Da habe ich jetzt in dem Fall, könnt ihr alte Semmel oder Wecken nehmen und die dann in Wasser einweichen und dann halt ausdrücken. Ich habe jetzt hier Toastbrot genommen, ein bisschen Kräutersalz, normales Salz, Pfeffer, Hasis Gold, klar, und ein bisschen Rapsöl. So, jetzt machen wir die Füllung. Oh, und natürlich, Jesus, schier vergessen, Nudelteig. Ja, also natürlich könnt ihr den Nudelteig selber machen. Ja, ich gebe euch im Abspann ein Rezept, wie man Nudelteig macht. Aber ich kaufe das kann man überall kaufen, einen fertigen Nudelteig, weil der einfach viel größer ist. Mir geht es jetzt hier einfach nur mal um die Füllung, dass wir einfach mal das selber füllen können. Der Nudelteig ist eigentlich ganz okay. Es gibt so viele Teige, die man heute eigentlich nicht unbedingt zwingend selber machen muss, wie zum Beispiel auch der Blätterteig. Niemand macht heute mehr Blätterteig. Selbst der Paul Bocuse macht keinen Blätterteig mehr. Warum? Der ist gestorben. Ja, also dann ist natürlich klar, dass der keinen mehr macht. So, und ich nehme hier halt einen gekauften Nudelteig nur dazu und den füllen wir jetzt halt mit unserer Füllung. Wie gesagt, da habe ich jetzt das Hackfleisch und da machen wir jetzt rein Zwiebel und Petersil. Jetzt haben wir aber vorher noch ein bisschen anschwitzen, dann kriegt es nämlich einfach einen ganz anderen Geschmack. So, jetzt gebe ich hier mal ein bisschen Rapsöl dazu. Man könnte das jetzt natürlich auch in Butter anschwitzen. Ja, hat natürlich auch ein bisschen einen besseren Geschmack, wenn man die Butter nimmt. Allerdings geht es mir um Folgendes, das sind Sachen, das ist genau das gleiche wie bei den Semmelknödel übrigens. Wenn ich jetzt die Zwiebel mit der Butter anschwitze, dann kann die Butter mir das nicht lang genug anschwitzen, dass sich die Pektine hier in diesen Zwiebeln komplett auflösen. Und wenn ich das Produkt lang aufheben will, dann muss ich natürlich schon schauen, dass die Pektine da drin wirklich komplett durchgegart sind. Ihr werdet sehen, ich mache das schon fast braun. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das bekomme ich einfach mit der Butter nicht hin. Die wird mir da vorher braun und eben verbrennt mir dann. So, jetzt machen wir die Zwiebel da rein. Habe ich natürlich vorher geschält und geschnitten. Ich habe übrigens letztens in einem Buch gelesen, so wie ich früher Asterix und Obelix gelesen habe, lese ich heute Fachliteratur fürs Kochen. Und da stand dann drin, dass zum Zwiebelschälen und zum Hacken das Beste sei, wenn man Kerzen aufstellt. Das sei das Allerbeste. Ich habe es noch nicht ausprobiert, will es auch gar nicht. Das wäre mir viel zu romantisch. So, jetzt haben wir das hier anschwitzen. In der Zeit hauen wir dann die Eier rein. Kleine Anmerkung noch zu diesem Hackfleisch. Bitte geht zum Metzger vor Ort und lasst euch das da durchtriebeln. Ja. Lasst euch das Hackfleisch da machen. Die vorgefertigten Hackfleische, die kommen alle aus einer großen Schlechterei. Da ist das Fleisch drin von zig Rindern, von zig Schweinen. Ich will das nicht. Ich lasse mir das vor Ort durch den Wolf laufen, dann sehe ich, was das ist. So, wir machen mal 3 Eier rein. Das ist eigentlich unerheblich, wie viele Eier, ob das 2, 3 oder 4 sind. Das ist wichtig, das Ei ist dazu da, dass das Ganze überhaupt zusammenhält. So, wie gesagt, das richtig schön lang anschwitzen, dass die Zwiebel gut durchgart.
In dem Moment jetzt zum Beispiel, wenn ihr Gulasch macht oder sowas, und in dem Moment, wo ihr jetzt hier Säure drauf gebt, dann stoppt es. Also dann geht es nicht mehr weiter, dann lösen sich die Pektine nicht mehr so auf. Das ist auch der Grund, weshalb man bei den Linsen zum Beispiel auch kein Essig reinmachen soll. Ja, dann brauchen die ewig, bis die weich werden. Das ist eigentlich der Grund. So, dann haben wir das schön anschwitzen. Derzeit können wir auch noch den Spinat ein bisschen hacken. Macht es einfach, beim Maultaschen natürlich mehr, darum kaufe ich immer 2 Kilo Hackfleisch und 2 Kilo Nudelteig. Also so viel Nudelteig, so viel Hackfleisch kauft ihr. Und dann macht ihr das natürlich auf Vorrat. Wenn ich hier schon anfange, dann mache ich ja nicht 2, 3, ist ja Blödsinn. Ja, macht man richtig viel. Das kann man dann einfrieren, einvakuumieren, wie auch immer. Meine Kinder, ich habe 3 Söhne, die haben, glaube ich, noch keine 3 gekaufte Maultaschen gegessen. Weil das gibt es bei uns halt immer, macht man vor. Und dann kann ich geschmelzte Maultaschen machen, überbacken mit Schinken und Käse, geröstet, in der Brühe. Ach, das ist so vielfältig. Rösten wir das schön an. Spinat machen wir auch noch gleich ein bisschen mit rein. Das Brot hacken wir noch gleich ein bisschen, tun wir uns leichter beim Verkneten. Jetzt wird das wie ein Mousse. So, jetzt geben wir das da rein. Seht ihr, das wird schon leicht braun an der Seite, das ist überhaupt nicht schlimm. Und da könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, noch Butter mit rein machen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Zack, alles mit rein. Und jetzt richtig kräftig abschmecken. Ja klar, das Hackfleisch schmeckt ja nach nichts. Schön Salz. Sagen die, oh, so viel. Ja, das braucht man. Sonst schmeckt es noch. Arsch und Friedrich, sagt man bei uns. So, ein bisschen Hasis Gewürzle, das ist Kräutersalz mit ein bisschen Zitronenabrieb, automatisch schon mit drin. Dann, wie kann es denn anders sein? Hasis Gold. Hasis Gold nie sparen. Einfach in sparen, das braucht man da einfach mal drin. Dann gibt es einen Bums, ein bisschen Pfeffer. So, ihr könnt ja dann eine Chili oder Speckwürfel oder whatever. Ja, einfach ausprobieren. So, und jetzt vermengen wir das Ganze. Ist sogar noch ein bisschen warm. So. Wichtig ist, dass die Masse nicht zu fest ist, aber auch natürlich nicht zu weich. Wenn die jetzt zu fest wäre, gebe ich noch ein Ei dazu. Wenn ich sehe, die ist aber doch recht dünnflüssig, weil wir doch da relativ viel andere Sachen drin haben, dann macht man ein paar Semmelbrösel mit dazu. Deswegen braucht man kein Rezept. Das fühlt man ja. Ja, das passt. Könnte man auch eventuell noch ein bisschen Semmelbrösel reinmachen, aber ich denke, das ist okay. So. Ich probiere schon nicht groß, aber das muss man jetzt unbedingt. Wie gesagt, kräftig würzen. Paprika könnte man noch reinmachen. Paprika könnte man auch noch reinmachen. Das wäre jetzt auch noch gut gewesen. So, jetzt haben wir hier die Masse. Jetzt nehmen wir hier den Nudelteig und stelle hier gleich mal ein bisschen Wasser hin. So, jetzt brauchen wir keine Handschuhe mehr. So, jetzt nehme ich hier ein Ei und verklepper das. Und dann nehmen wir den Nudelteig. So. Und deswegen nehme ich einen gekauften Nudelteig, weil ich habe auch so eine kleine Nudelmaschine, aber die macht mir so einen Streifen. Und das, wenn ich mir die Mühe schon mache, dann seht ihr, das ist ein schöner, großer, breiter Streifen. So, legen wir das her. Und jetzt kann man, muss man nicht, aber ich mache das eben gern, dann wälzt sich es ein bisschen schön. Einfach das Ganze mit ein bisschen Ei einpinseln. So.
Und jetzt machen wir die Füllung da drauf. Warte mal. So, dass du das besser siehst. Nicht zu viel, weil wenn das zu viel ist, dann springt die mir nachher auf. So, jetzt verteilen wir das hier schön. Oben bitte, schaut her, Stückel freilassen. Und jetzt klappern wir das um. Die Größe bestimmt ihr selber. Also ich mache es jetzt, sagen wir mal, so. Ganz wichtig, glatt drücken, die Luft raus. Und jetzt nochmal. Ich schaue immer, dass das gleich ein bisschen übersteht, dass das da drüber ist, so rollt. Und dann Luft raus. Und nochmal. Runterziehen. Ihr bestimmt die Größe, wie größer oder großer das haben wollt. Wenn dann hinten was rauskommt, macht das halt da drauf. So, das jetzt entweder so oder so. Spielt keine Rolle. So. Wieder. Luft raus. So, das kommt hin raus. Zack. Zack. So. Und jetzt kommt der Kochlöffel in Einsatz. Hier, Schatz. Das machen wir hier am Anfang. Und jetzt könnt ihr das schräg oder gerade oder da gibt es auch so die Roller und was weiß ich. So, und da machen wir jetzt die Maultaschen. Ihr seht, das ist ganz einfach, geht super, super fix. Das hinten hebe ich mir immer ein bisschen auf, da mache ich dann gleich immer geröstete Maultaschen. Das ist das, was die von der Kamera nachher kriegen. So, und jetzt nehmen wir die Maultasche und legen die hier ins kochende Wasser. Wenn die dann schwimmt, lassen wir sie noch ganz kurz ziehen. Wenn die hochkommt, lassen wir sie kurz ziehen. Und dass wir das Ganze vervollständigen können, habe ich mir gedacht, mache ich hier eine Pfanne, gleich ein bisschen Rapsöl rein und ich habe hier eine selber gemachte Kräuterbutter schon. Und da werden wir das Ganze jetzt dann anschwenken, dass die Jungs da noch was zum Essen haben. Dann braten wir die gleich schön an. Jetzt ein bisschen Kräuterbutter oder ich kann sie auch ins kalte Wasser dann legen, was das Garprozess beendet ist. Nehmen sie raus, legen sie in ein Sieb und dann eingefrieren oder vakuumieren oder gleich essen. So. Wenn ihr die Maultasche mit ein bisschen noch einpinselt, vorher haltet sie, wie gesagt, noch ein bisschen besser zusammen. So, braten wir die jetzt nur schön an. Und haben wir ein wunderbares Gericht, ein bisschen Kräuterbutter dazu. Als Ernährungsberater mache ich immer gleich ein bisschen Butter hin. Man vergisst die Seele nicht, heißt das nämlich bei mir immer. Ja, lieber esse ich ein bisschen weniger und dafür was Anständiges und das am Tisch, wie die ganze Zeit so rumfressen, auf Deutsch gesagt. So, wunderbar. Wunderbar. So, das wären Maultaschen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Euer Hasi.